Grüß euch und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Heute möchte ich auch mal kurz vorstellen, die neue Wurst, was ich entwickelt habe, die Steirer Pur Paprika Käsegrädler. Das ist ein Rezept, was auf meinem Kraut gewachsen ist und eine Mischung ist von Emmentaler Käse und Paprikaflocken, Gewürzen, Rindfleisch und Schweinefleisch. Aber schauen wir. Was ich da jetzt verwende, um die Wurst zu machen. Ich habe hier, da ich ja 1 Kilo Wurst mache, also 1 Kilo Probewurst, 200 Gramm mageres Rindfleisch. Das ist schon in Streifen geschnitten, sodass es bereit für den Fleischwolf ist und wird durch die 2 mm Scheibe getrieben. Dann habe ich hier 700 Gramm Bauchfleisch, auch schon vorgeschnitten, 200 Gramm Emmentaler Käse, dann die Schweinsdärme, das sind 30-32 mm Schweinsdärme in lauwarmem Wasser. Dann habe ich hier Paprikaflocken, das sind rote, grüne, getrocknete Flocken, das sind 10 Gramm hier. Von den Gewürzen habe ich hier drinnen 20 Gramm Böckelsalz, 2 Gramm gemahlener weißer Pfeffer, 1 Gramm Knoblauchpulver, 1 Gramm gemahlenen geräucherten süßen Paprika, 0,5 Gramm Muskatnuss gemahlen, 1 Gramm gemahlener Koriander und das sind die ganzen Gewürze, was ich für die Wurst brauche. Der geräucherte süße Paprika, was ich dazugegeben habe, der eigentlich gibt einen Rauchgeschmack in der Wurst. Das nächste, was ich jetzt mache, ist mal die Gewürze hinzugeben. Aber da ist jetzt mal das Bauchfleisch und das Rindfleisch. Bauchfleisch ist durch die 5 mm Scheiben einmal trieben worden und das Rindfleisch durch die 2 mm Scheibe zweimal trieben. Die Gewürze, was ich da habe, wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe da 20 Gramm Böckelsalz, 2 Gramm gemahlenen weißen Pfeffer, 1 Gramm Knoblauchpulver, 1 Gramm süßen geräucherten roten Paprika, 0,5 Gramm Muskatnuss, 1 Gramm gemahlenen Koriander und das ist alles, was ich für die Wurst da brauche. Also das sollte einen guten, milden Geschmack von den Gewürzen in der Wurst geben. Aber jetzt geben wir mal die Gewürze hinzu und mischen wir die jetzt mal rein. Das andere, was ich da habe, ich habe da 100 Milliliter Eiswasser, das gebe ich jetzt auch noch hinzu. Und jetzt werde ich mal das Ganze richtig durchmischen. Das dauert jetzt natürlich ein paar Minuten, bis die erste Bindung entsteht. Und das muss auch binden. Das Rindfleisch, was da durch die 2 mm Scheibe getrieben worden ist, das hilft jetzt natürlich auch für die Bindung. Und das dauert jetzt ein paar Minuten. Schön langsam kommt die Bindung. Was halt wichtig ist, dass alles gut gemischt ist. Dass die Gewürze schön verteilt sind, das Salz gut verteilt ist. Und das mache ich jetzt aber ohne die Paprikaflocken, weil was ich nicht will, ist, dass ich einen Schmiereffekt im Brät bekomme. Das ist wichtig. So Käse und Paprikaflocken kommen ein bisschen später hinzu. So, wie ihr seht, es fängt an zum Binden. Jetzt gebe ich die Paprikaflocken hinzu. Also das sind 10 Gramm. Die mische ich jetzt mal kurz rein und verteile sie auch im Brät. Und natürlich auch durchs, jetzt wo ich weiter mische, die Bindung wird immer besser. Wir brauchen hier eine gute Bindung, weil wir die Wurst ja dann kochen. So, jetzt gebe ich den Käse hinzu. Das sind 200 Gramm Emmentaler und den habe ich geschnitten in 5 mm Größe. Der muss jetzt auch gut mit reingemischt werden, dass er schön verteilt ist und überall gleichmäßig dann drinnen im Brät ist. Also in der Wurstmasse.
So, jetzt fängt schon richtig gut an zu binden. Das ist genau das, was wir wollen. Durch das Mischen kommt das Eiweiß vom Fleisch an die Oberfläche und das wirkt wie ein Kleber, also es bindet dadurch. So, jetzt gut durchgemischt und das ist jetzt schon fast bereit. So, seht ihr, das klebt, das ist richtig, so wollen wir das haben. Das ist wichtig, da müsst ihr drauf aufpassen. So, das ist fertig und ich werde jetzt dann auch noch den Füller nehmen und das Ganze nachher auch noch in den kleinen Füller, was ich habe. Ich habe da so einen kleinen 2,5 Kilo Füller auch, wo ich immer Probewurst machen kann. Ich werde jetzt also eine kleine Wurst da, seht ihr, also so ein großes Leibchen machen. Das ist ungefähr so gleich dick, so dass es in den Füller reinpasst. Das ist der kleine Füller, was ich habe. Und da schiebe ich das Ganze jetzt rein. Seht ihr, es ist ziemlich einfach, runterdrücken, die Luft raus, so gut wie möglich. Wir wollen ja keine Luft in der Wurst drinnen haben, das ist wichtig. Also da müsst ihr schauen, dass ihr wirklich die Luft rauskriegt. Da seht ihr, das ist so ein kleiner Füller, so ein 2,5 Kilo Füller. Ich werde jetzt noch vorbereiten und dann geht's los. Okay, jetzt werden wir den Darm aufziehen. Der Darm ist schon vorbereitet. Das ist eine halbe Stunde in lauwarmem Wasser eingeweicht worden. Ich werde jetzt noch das Ende finden und dann noch ein bisschen Wasser durch den Darm durchziehen. Also um das zu machen, steckt einfach 2 Finger am Ende rein, so wie ich das hier mache. Wasser reinschaufeln, also im Darm. Macht sie das 3-4 Mal und dann zieht sie auf den Füllstutzen hoch. Wichtig dabei ist jetzt, dass ihr das Wasser rausstreift wieder aus dem Darm, weil ihr wollt kein Wasser im Darm drinnen. Das Wasser macht den Darm, also putzt den Darm innen drin noch ein Salz raus und macht noch ein bisschen geschmeidiger. Dann Knopf rein. Und jetzt beim Füllen schön gleichmäßig rausfüllen. Das heißt, gebt einen gleichmäßigen Druck auf den Darm und macht sicher, dass ihr so wenig wie möglich Luft im Darm drinnen habt. Also ihr müsst euch hier nicht beeilen, lasst euch Zeit. Es ist ja kein Rennen. Was halt wichtig ist, dass sie schön gleichmäßig gefüllt ist. Füllt es nicht zu hart und auch nicht zu weich. Also mit der Zeit lernen sie das, den richtigen Druck zu finden. Das braucht dann ein bisschen Übung. Also ihr seht, schön gleichmäßig füllen, das ist wichtig. Es kann passieren, dass ihr jetzt ein bisschen Luft auch mit reinkriegt. Das ist halt so bei den kleinen Füllen, weil ihr kriegt einfach nicht die ganze Luft raus. Das ist jetzt schon fast durch. Also wie gesagt, ich mache hier nur 1 Kilo. Und 1 Kilo auf einen 30er, 32er Darm, das ist ungefähr 1 Meter Darm. Also plus, minus. Was seht ihr? Ich habe da ein bisschen Luft hinten am Darm jetzt. Ich werde jetzt mit dem Stupfer die Luft rauslassen, da was ich da habe hinten am Darm. Den Rest noch reinfüllen, da kann nicht mehr viel drinnen sein. So, oder? Jetzt fertig den Darm runter. Jetzt noch ich brauche ein Messer, ein Stück abschneiden da. Lassen so 10-15 cm am Darm nach oben auf der Wurst, damit ihr einen Knopf machen könnt. Jetzt macht so einen Knopf rein und fertig. Ich zeige jetzt, wie man so eine Wurstlings auch macht, aber bevor ich noch anfange, jetzt noch mal kurz durchstopfen die Wurst, damit auch die ganze Luft rausgeht. Ich will keine Luft in der Wurst drinnen haben. Zuerst, wenn du mal anfängst, nimmst du mal die Wurst, die Größe, was ihr wollt. Ich mache sie ein bisschen kleiner. Dann macht sie den ersten Link, dreht sie den 2-3 Mal ab.
und dann die Wurst unterhalb rein und so wie durchflechten. Seht ihr das? Dann zweimal umdrehen, unterhalb den Daumen nochmal durchziehen, wieder in der Schlaufe, rüberdrücken, unterhalb durch die Schlaufe, hochziehen, das gleiche Spielchen noch einmal. Und immer schön gleichmäßig machen. Lasst euch Zeit. Und da müsst ihr halt aufpassen, dass der Daumen nicht bricht. Das ist gewöhnungsbedürftig. Aber das ist, wenn sie die Wurst dann kocht, die kocht schon gleichmäßig und dreht sich auch nicht auf, weil sie ja verlinkt ist, also wie eine Kette. Und für das ja eigentlich perfekt. Ich werde den Daumen jetzt nochmal kurz abbinden hinten, was mir zu locker ist. Einen neuen Knopf machen und fertig. So schaut dann die Wurstkette aus, also der links nochmal kurz durchstupfen, überall wo Luft drinnen ist, oder falls ihr Luft seht. Dann kommt hier die kleinen Luftflecken, was ihr da drin habt, die kommen dann raus. Und das ist wichtig auch. Was sonst was passieren kann, ist, dass sich in den Luftpölzchen Fett ansammelt. Dann habt ihr so Fettablagerung in der Wurst, was man nicht will. So Luft raus. Der Darm versiegelt sich selbst nachher durch den Kochen. Und wenn das jetzt fertig ist, was ich dann auch mache, ich lasse die Wurst dann auch rasten, sie für die Umrötung. Die Umrötung, für das lasse ich so circa eine Stunde. Wie gesagt, ich werde die Wurst jetzt da umröten lassen für eine Stunde und das lasse ich einfach hier an der Raumtemperatur und dadurch bekommt die Wurst nachher auch eine schöne rote Farbe, was wir auch wollen nachher, wenn sie kocht ist, und das ist halt wichtig. Ich zeige euch mal. Da hier habe ich die Wurst jetzt in den Topf drinnen. Da bleibt sie jetzt für eine Stunde und danach gebe ich sie ins Wasserbad, was 80 Grad hat, und wird sie für 40 Minuten lang gesiedet. Tja, was man auch predigt, sollte man auch machen. Ich werde jetzt eine Kostprobe anbraten und schauen, wie das Ganze nachher schmeckt. Die Probe ist anbraten, sieht gut aus, hat eine gute Farbe, ist auch schön rosa, also perfekt würde ich sagen. Ja, Beweis, jetzt mal kosten, schauen wie es ausschaut und schauen wie es schmeckt. Ausschauen tut schon mal gut, also der Schnitt ist auch gut, sie ist auch fest, was gut ist. Ja, sieht gut aus, gefällt mir. Das ist die erste Probewurst von den Steirerbur Paprika Käsegriller. Mal kosten das Ganze. Jetzt schauen wir mal da. Ja, schmeckt. Oh. So, jetzt mal kosten. Ich zeige euch das. Ja, schaut. Jetzt den Käse drinnen, die Farbe. Mm. 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 Ja, einfach wechseln. Ist wirklich gut, wirklich gut. Selber machen. Mm. Und so soll es sein. Der Käse muss ich ziehen. Ja, Steirerbur, Paprika Käsegriller. Mm. Mm. Ja. Mm. Selber machen, wenn ihr es wollt. Ich habe jetzt da die Wurst in den Kessel reingegeben, also in den Kochtopf. Und das Wasser hat 80 Grad. Und da bleiben sie jetzt 40 Minuten drinnen. Jetzt, aber macht sicher, auch wenn ihr es hier kochen würdet, macht sicher, das Wasser ist nicht höher als 80, 81, Maximum 82 Grad. 80 ist perfekt, weil wenn es zu heiß wird, die Wurst wird brechen. Die Wurst hat jetzt gekocht für 40 Minuten. Jetzt ist sie im Kaltwasserbad. Dort drinnen lasse ich sie jetzt unter laufendem Wasser, unter Kaltwasser, so an die 20, 30 Minuten abkühlen, bis sie kalt ist. Und das kannst du prüfen, wenn du die Wurst angreifst, ein bisschen in der Hand hältst. Sie sollte nicht mehr warm sein. So, die Wurst ist jetzt kalt. Was ich jetzt mache, ich schneide mal jetzt mal ein Stück an und schauen mal, wie es ausschaut.
Okay, so sieht sie nachher aus mit dem Querschnitt. Ihr könnt sehen, Paprikaflocken drinnen, der Käse schön verteilt. Hat einen schönen Schnitt, auch die Farbe ist schön rosarot, genau wie wir es haben möchten. So sieht der Längsschnitt aus, also einfach sauber. Schöne Farbe, Käse schön verteilt, die Paprikaflocken auch schön verteilt. Das ist eine gute Testwurst. Also das Schnittbild ist einfach sauber. So sollte es sein. Okay, schauen wir mal, die Wurst ist fertig. Und so schaut sie aus, meine Herren und Damen oder Damen und Herren. Schneiden wir es mal an. Sehr gut. Schaut euch das an. Ist das nicht schön? Paprika, Käse. Steirerbauer Paprika Käse Griller. Steirerbauer Paprika Chaosgriller. Käse ist immer schön drin in der Wurst bleiben. So soll sie ausschauen. Und nicht schmecken. Und das eins auch. Die schmeckt hervorragend. Und mir schmeckt's. Eins auch. So Jungs und Mädels. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir die Daumen hoch, macht abonniert, also abonniert, nicht nur anschauen, sondern auch abonnieren und macht die Wurst, probiert es doch. Ist einfach zum Richten. Das Rezept ist auf der Webseite oben, steirerbauer-rtw.com. Ich gebe auch einen Link in die Description rein. Ansonsten wünsche ich euch noch alles Beste und naja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, baba.